Wir schauen auf Volkswagen. Bei Volkswagen gibt es ein deutlich erhöhtes Kursziel von Metzler. Metzler hat das Kursziel tatsächlich von 105 auf 130 € angehoben. Ähm, ja, schwierig, wie ich finde. Denn wenn wir uns mal angucken, wo das Jahreshoch liegt, ja, das liegt so ungefähr bei 109. Also die 105, die liegen hier schon wirklich in der Nähe des Jahreshochs. Und nicht mal damit hat man sich jetzt zufrieden gegeben, sondern wie gesagt, man hat das Kursziel deutlich erhöht auf 130 €. Ähm, ja, Stellenstreichung ist, glaube ich, das, was im Moment bei Volkswagen tatsächlich im Fokus steht. Es geht also darum, dass hier deutlich Mitarbeiter abgebaut werden sollen. Ähm, Ich weiß nicht genau, ob das der Grund ist, warum die Analysten von Metzler die Aktie jetzt hier hochstufen oder eben zumindest vom Kursziel her deutlich hochsetzen. Ähm, Die gehen davon aus, dass aufgrund des starken Rücksetzers, den wir hier gesehen haben in der Volkswagen-Aktie, und den sehen wir hier wirklich auch, wenn wir mal in den Langfristchart gehen, über 5 Jahre, sehen wir halt, dass die Aktie wirklich hart abgestraft ist über viele, viele, viele Monate. Und dass wir möglicherweise hier jetzt in einer Bodenbildung drin sind. Also ich würde auch sagen, wenn man jetzt hier gerne aggressiv in einer Volkswagen agieren will, wenn dann jetzt. Ja, wir haben jetzt hier die Zwischentiefs bei 69 €. Wir liegen im Moment knapp über 75. Es ist ein sehr überschaubares Risiko. Parallel dazu können wir uns das anschauen bei Volkswagen, dass wir hier eine sehr, sehr niedrige Bewertung haben, ein 3,5er Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist natürlich ein Schnäppchen, ganz klar. Aber oft ist es eben so, dass diese Unternehmen nicht ohne Grund billig sind. Ja, und von daher wäre jetzt die Bewertung alleine für mich kein Kriterium, hier zu kaufen, sondern ich würde viel lieber darauf verweisen, wenn wir uns die charttechnische Struktur anschauen der Aktie, dann hatten wir hier zuletzt noch mal so eine Art Dreieck, was sich entwickelt hat. Da hatte die Aktie eine Chance, nach oben auszubrechen, hat diese Chance nicht genutzt, sondern das, was eher passiert ist, ist, wir haben hier die Momentumbewegung gesehen, hatten dann hier noch mal so eine Art bearische Konsolidierung und sind aus dieser kleinen bearischen Konsolidierung in die große bearische Konsolidierung gegangen und sind aus beiden nach unten ausgebrochen unter hohem Volumen. Und das ist der Punkt, der mir nicht gefällt. Ja, wir haben also einen Ausbruch in die Trendrichtung nach unten unter sehr hohem Volumen. Wir sehen, dass es fundamental nicht so besonders gut läuft bei VW. Wir sehen eigentlich in der gesamten Autobranche in Europa, dass mehr und mehr auch hier die Möglichkeiten abgeklopft werden, ob die Autobauer vielleicht in den Bereich der Rüstungsproduktion wechseln könnten oder das eben ergänzen könnten. Also ich tue mich wirklich, wirklich schwer. Ja, wir haben eine immer stärkere internationale Konkurrenz, die Volkswagen hinnehmen muss, die auch sämtliche anderen deutschen Autohersteller hinnehmen müssen. Und deswegen tue ich mich nach wie vor extrem schwer, hier bei VW einfach so auf eine Wende zu setzen, ohne irgendwie vielleicht mal zu erkennen, dass auch von der fundamentalen Seite sich eine Wende ankündigt. Also ich würde hier zur Vorsicht raten, ich würde hier zur Geduld raten. Ich würde sagen, hey, warten wir mal ab, wie sich die nächsten 1, 2, 3 Quartalsberichte entwickeln. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht irgendwo eine fundamentale Wende erkennbar ist. Denn ja, die Aktie ist billig, aber die kann natürlich auch noch viel billiger werden. Ja, das ist eben immer genau der Punkt. Und von daher muss man da, glaube ich, vorsichtig sein. Und deswegen kann ich jetzt hier nicht wirklich verstehen, warum man jetzt auch in dieser Ausgangsbasis die Kursziele deutlich anhebt von 105 auf 130. Vor allem, wenn wir uns mal anschauen, wie stark im Prinzip der Chart hier mit Widerständen gespickt ist. Ja, wir haben die ganzen alten Tiefs hier drin. Wir haben das alte Hoch hier drin. Wir haben diesen Bereich hier drin. Das ist der Mittelbereich. Wir haben das alte Hoch hier drin. Ja, wir haben hier nochmal den Mittelbereich um die 100 €. Der kommt auch nochmal von hier drüben. Ja, wir haben diese Hochs hier drin. Wir haben das Hoch hier drin. Das sind alles Widerstände, auf die die Aktie hier von unten trifft. Nicht mein Ding. Wir haben sie nicht im Portfolio und ich plane auch erstmal nicht, die reinzunehmen. Welche Aktie soll ich morgen live genauer analysieren? Jeden Tag um 13 Uhr sprechen wir über Märkte, Einzelwerte und Titel, die euch interessieren. Schreib deinen Favoriten in den Chat, abonniere den Kanal und sei morgen live dabei.